Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyr. In der letzten Folge haben wir uns Lady Ashburns Anwesen angeschaut und mit ihr geredet. Und sie hat uns gesagt, ja, stell dich mal dem Ascalon Club vor. Time to visit the Ascalon Club. Falls ihr nicht mehr wisst, was der Ascalon Club war, das war erstens der Typ, der uns in der Kanalisation, den wir da besiegt haben, das war der Henker von denen. Und die nehmen nur Vampire auf, die vom königlichen Blut oder starken Blut sind. Uns haben sie anfangs ja ignoriert und beleidigt, so gesagt. Und jetzt haben sie gesagt, ja, dich nehme auf, weil du deine Schwester so stark gemacht hast, als du sie zufälligerweise zu einem Vampir gemacht hast. So. Okay, das war Husten sie nicht in der Öffentlichkeit. Locked, all right. Und das hier? Quarantäne, ansteckende Krankheiten. Niemand darf die Quarantänezone ohne schriftliche Erlaubnis der lokalen Gesundheitsbehörden betreten oder verlassen. Niemand außer autorisierten Angestellten der Gesundheitsbehörde dürfen diese Schriftstück verändern, zerstören oder entfernen. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss Strafgebühren einreichen. Okay. Und wie komme ich hier rein? Ascalon Club, wie komme ich zu dir? Wenn das hier zu ist, dann da hinten, oder? Probieren wir es nochmal, ob hier irgendwas ist. It's locked. Dann von der anderen Seite. Warum auch immer hier alles zu ist, ne? Okay, Privat, ihr macht eure Arbeit aber nicht gut, ne? Bro, hinter euch liegen Tote! Die machen ihre Arbeit echt nicht gut. Die können ihre Arbeit echt nicht machen, ne? Aber wenn hier 24er Vampire rumlaufen, dann bin ich sowas von unterlevelt, glaube ich. Mal wieder. I cannot enter. Lass uns das überprüfen. Ich kann das Level der scheiß Gegner nicht sehen. Geil! Als ob du dich so leicht töten lässt, also bitte. Und wen hören wir hier so? Wen hören wir hier so schreien? That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Und der hat scheinbar, wenn ich gerade richtig verstanden habe, aus Rache irgendwas gemacht. Level 28, den lege ich nicht an. Ich bin gerade mal Level 17. Herrschaften. Euch lasse ich schön in Ruhe. Ihr mich aber bitte dafür auch. 28, Level 27. Ja, wer könnte es nicht? Ich glaube, ich sollte hier noch gar nicht sein. Oder das Game ist absichtlich so schwer, dass man mehr Leute tötet. Ich glaube, das ist eher der Grund. Man soll mehr Leute töten. Oder das Game will einen verleiten, mehr zu töten. Aber ich bin nicht so einer. Gut, ich habe jetzt zwar schon... Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist halt... Die ist tot. Zählt die zu meinem Tod? Die ich getötet habe? Wahrscheinlich, oder? Weil meine Entscheidung sie dafür verwandelt hat und ich sie aufgeräumt habe dafür. Und wenn die tot war und vermisst, dann sind die wahrscheinlich auch tot und vermisst und verwandelt. Dann müssen wir bei ihm wieder vorbeischauen in sein Lager. Weil safe sind die alle da drin und... Aber wieder wie Dorothy dood. Oder nicht mehr in Kontrolle von sich selber. Aber naja. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Das ist das Reichenviertel, oder?
Okay. Warum? Okay. Gehen wir einfach weg von hier. Bro, what? Wo laufe ich denn gerade hin? Fresh water. As long as it's not holy water, I may find some use for it. Aha, ich verstehe schon. Die Pflanze bei uns im Büro. Aber warum ist das ein Quest? Moment. Ich rede wahrscheinlich, ich denke mir wahrscheinlich zu viel davon. Aber unser... Okay, wir haben hier ein Versteck. Aber unser Erschaffer ist doch safe irgendeiner der Natur voll liebt. Das heißt, wenn wir die Pflanze gießen, dann kriegen wir vielleicht Power Boost. Und diese Vampire hat gerade echt... Scheiß drauf. Vielleicht. Ich weiß noch nicht, wie das zusammenhängt. Das... Stimmt, der hat jetzt... Alter, die sind viel zu stark. Ich brauche ein bisschen Blut. Gut. Bro, wer greift mich denn hier an? Hä, wer greift mich an? Und jetzt bin ich da an der Scheißbank hängen geblieben. Willst du mich verarschen? Wäre die Bank nicht gewesen, hätten wir sie besiegt. Wir sind trotzdem sowas von unterlevelt für den Bereich. Also zumindest für die Gegner. Leiden ist Bestandteil der Unsterblichkeit. Der Schmerz hört nie auf. Also diese Quotes, die hier manchmal eingeblendet sind, die klingen echt philosophisch. Sind sie wahrscheinlich auch alle. Geklaut von Philosophen. Oder halt extra von Philosophen so zusammengestellt worden. Gut, dann ist da ein Versteck, was ich nicht betreten kann. Weil die Gegner zu stark sind. Hallo, ich wollte... Check mal weg, danke. Dann stelle ich mich halt im Ascalon Club vor. Dann hier. Okay, der 24er zum Beispiel ist ja sowas von unterlevelt. Also für mich bin ich zu stark für ihn. Das heißt, wäre ich das richtige Level... Wäre ich das gleiche Level wie die Leute, dann wäre ich wahrscheinlich OP für den Bereich. So wie es anhört oder ausschaut. Und das braucht nicht mehr so viel Blut. Das verbraucht auch nicht so viel Blut. Oder es liegt einfach daran, weil unsere Blutmenge mehr ist. Die wir aufnehmen können. Ich glaube, daran liegt es eher. So, aufsammeln. Aber warum sind bei euch in dem Bereich jetzt, wo der Ascalon Club haust, so viele Vampirjäger? Oder wahrscheinlich ist es deswegen so viel. Weil da eben so viele Vampire sind. It's locked, all right. Willst du mir sagen, ich muss hier rein? Hier rein und von der anderen Seite aufmachen. Das heißt, da muss ja irgendein fetter Boss hier sein, oder wie? 22. Okay, also ab und zu verstehe ich die Gegnerlevel hier nicht, ne? Wegen dem Typ wahrscheinlich. Einmal Blut saugen. Gut.
Erstmal wieder heilen. Level 26, das geht eigentlich. Also ich meine, ich mache relativ guten Schaden. Okay, oder nicht? Bro, wieso sind die so stark? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Kacke hier nicht, ne? Die sind einfach viel zu stark, die Leute. Viel zu stark. Dann lasse ich den Bereich halt wieder in Ruhe. Aber ich krieg für jede Wiederauferstehung 5 EP oder was? Ich muss die Leute hier wieder besiegen. So, Blutsaugen. Danke fürs Blut. Und down. Ich bin kein Biest. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Bis er von Urvampiren an Vampiren anscheinend verwandelt wurde. Und hier. Down jetzt mit dir. Down habe ich gesagt. Down! Danke. So. Wo muss ich denn lang jetzt schon wieder? Hier lang. West End, Bezirk, The stabil. Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Reden wir mit den Leuten hier mal. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Ah. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Geht aber leider nicht so leicht. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much.
Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Ja, diese Zeiten waren schon schlimm für Frauen. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Gut, neue Untersuchung. Aber das klingt irgendwie lustig, oder? Und bekannt. Den Westen vom Rest der Welt abtrennen mit einer Mauer. Willkommen in Ost-Berlin. Oder allgemein im Osten Deutschlands. Ich glaube, die DDR hat irgendwie den gleichen Grundgedanken. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. Das hat jeder, auch wir unsterblichen Vampire. Wir wissen nur nicht wann. How did you meet? Ihr auch nicht. First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ascalon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Okay. Bevor sie von... Charlotte wurde in Lady Ashburns Waisenhaus großgezogen, bevor sie von der Lady selbst adoptiert wurde. Doch, hier ist es ja. Wollte gerade schon sagen. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ascalon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so... alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Okay, persönliche Fragen. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Vielleicht war es auch so. Sie hat sie adoptiert und nach, keine Ahnung, 20 Jahren gesagt, gut, jetzt geht deinen eigenen Weg und danach nie wieder getroffen. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Glaube ja. Und gut. Ich würde sagen, für die Folge gehen wir noch rein in den Ascalon Club, oder? Ich meine, wir haben ja noch ein paar Minütchen. Treiben wir die Story mal voran.
Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There Das has Schattenkabinett. been quite a battle here. Ja, klauen wir einfach mal im Ascalon I'm Club sure daneben. the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Glaube ich auch. Moin, moin, moin. Mit dir rede ich am später dann, wenn wir fertig sind mit dem Haus hier. Ich glaube, du willst erst, dass ich zu deinem Meister gehe. Oder Anführer, Boss. Liegen hier irgendwo Scheine rum vielleicht? I cannot enter. Mit Vampirstärke kannst du nicht an... Ah, guck mal hier. Geschichte und Sinn des Ascalon Clubs. Der Ascalon Club ist eine Vereinigung von Gentlemen, die im Geheimen die Interessen der Krone beschützen. Ich gründete ihn 1837 und das Andenken an meinen Schöpfer William Marshall, dem ersten Earl of Pembroke und wahren Beschützer von England, zu ehren und aufrechtzuerhalten. Alle Mitglieder des Clubs müssen von guter Abstammung und makelloser Moral sein. Seit der Club sterbliche Mitglieder akzeptiert, die als Kandidaten für die Unsterblichkeit ordnungsmäßig beobachtet und bewertet werden, ist es das Ziel des Clubs, ehrwürdig Traditionen und Verhaltensweisen in den guten Gesellschaftskreisen der Vampire zu etablieren. Doch ebenso die imperiale Vorherrschaft Englands zu fördern und zu erweitern. Wir sind die wahren Elite der britischen Gesellschaft. Wir sind Ascalon, die heilige Lanze, die St. Georg, der Schutzherr Englands, führte, als er den Drachen erschlug. Wir als Lanzenträger schwören, die Interessen des Weltenreichs zu verteidigen. Aus die Gesetze von Ascalon. Okay. Wir haben schon ordentlich was gesammelt, aber uns fehlt halt ein Haufen, ne? Das finden wir hoffentlich noch oder so. Na, dann treffen wir uns einfach mal den Herrn jetzt. Und klauen den Leuten ihre Sachen. Und ich schätze mal, in diesem Haus finden wir die ganze Geschichte vom Ascalon Club. Schätze ich mal. Und die hat einen Haufen Geld rumflacken. Naja, gehen wir mal weiter. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean?
I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Ich weiß auch nicht, was ich hier nehmen soll. Es sind diese Kack-Entscheidungen hier können die Story beeinflussen, glaube ich. Weil sie haben ja letztens uns schon einen Hinweis kaputt gemacht. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Okay, ganz gut. Gute Voraussetzung, um irgendwie beizutreten, würde ich sagen. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Okay. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic,
but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Okay. Ja, mit ihm reden tun wir jetzt noch nicht. Ich würde nämlich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge lernen wir den Club hier besser kennen. Ciao. Euer Gladius.